Welche Brand ist denn nun besser? Surchov oder Amouage? Das ist so die große Frage. Schreibt auch gerne mal runter, welche ihr besser findet. Aber seht bitte das Komplexe, das gesamte Werk bitte von jeder Marke. Auch die ganzen Düfte. Alles mal so durchgehen und dann sagt mir das. Ich werde das euch heute auch erzählen. Und ja, das wird nicht einfach, weil es sind zwei geile Brands. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance, auch immer noch aus Hamburg. So, ja, Amouage oder Surchov. Das ist die Frage. Viele meinen ja, oder kann ich jetzt schon sagen und denken, dass die Brand auf jeden Fall meine Nummer 1 ist, weil ich euch immer gesagt habe, es ist einer meiner Lieblingsbrands und ich habe natürlich auch einige Düfte von dieser Brand. Aber ich hatte von Amouage eher Düfte. So, und wenn ich mich nicht ganz täusche. So, und das ist auch einer meiner Lieblingsbrands. So, die wird auch nicht so oft erwähnt, weil das ist ja auch nicht immer so einfach. Amouage, das muss auch passen zu den Videos, wenn man so eine Top-10-Liste macht und so weiter. Und da passt manchmal Surchov besser rein. Das ist vielleicht ein Pluspunkt, sag ich mal. So, aber insgesamt muss man alles sehen. Nicht die Geschichte, sondern einfach die Düfte und die Flakons. Also schon die Flakons, was soll ich dazu sagen? Also, sind schon schöne Teile, ne, fest, kann man so machen, schaut euch das an, also schon sehr cool, aber bei Amouage ist das eben auch sehr cool, wie ihr sehen könnt, jedenfalls hier der Sunshine Man, Magnetverschluss und gut ist, ne, also muss sich nicht verstecken, das ist auch wirklich Ansichtssache, welchen findet ihr jetzt besser, könnt ihr auch unterschreiben, welchen Flakon, das sind 100 ml beides. Das ist Ansichtssache. Aber wichtig ist ja, wie ist die Brand insgesamt? Wie sind die Düfte? Natürlich habe ich jetzt mehr Surchov-Düfte. Es kommen auch noch wieder mehr Amouage in meine Sammlung, das ist ganz klar. Aber fangen wir mal mit den Naxos an. Ich gehe jetzt nicht alle Surchov-Düfte übrigens durch, keine Angst. Das ist von Allerfeinsten. Das ist einer meiner Lieblingsdüfte in meiner ganzen großen Sammlung. Das ist klar. Das ist Honig, Tabak, Vanille, aber wirklich Endstation. Das ist so Endstation, als wenn du bei Real Madrid spielst. Hala Madrid. Punkt. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Fakt ist auf jeden Fall, natürlich die neue Version von Naxos ist ein bisschen grünlicher. Wenn ihr die stehen lässt, wäre das vielleicht ähnlich. Die Tiefe hat er nicht schlecht. Die Naxos-Version, die aktuell ist immer noch Naxos, immer noch nice. Aber die hat nicht mehr die Tiefe und so weiter. Es wird sehr viel, auch dort finde ich, jedenfalls für meine Nase, die ich so jetzt kenne von früher, die ich ein bisschen länger habe, auch ein bisschen manchmal dran gearbeitet. Mag vielleicht sein, dass das nicht so ist. Das mögen manche jetzt wieder sagen. Aber ich bin jetzt auch nicht ein Laie und ich rieche Düfte schon seit über 30 Jahren. Also, ne, und ich kann auch Düfte gut blind manchmal riechen, so im Gegensatz zu vielen anderen. Auf jeden Fall, hier bin ich der Meinung, wird das nicht so extrem gemacht oder es fällt vielleicht nicht ganz so extrem auf. Liegt vielleicht aber auch daran, was viele da schreiben. Das heißt, er hat auch nicht immer was mit mir zu tun. Viele schreiben das ja auch. Oh, vielleicht wurde das wieder geändert und so. Ich kann auch nicht jeden Duft wissen. Bei Naxos weiß ich, also die Tiefe, wie diese Version hat, das ist ja auch nicht die ganz erste, also aber die erste in diesem Flakon. Früher gab es dann noch einen anderen Flakon. Und da muss man sagen, ist das schon, das ist schon ein sehr nicer Duft. Punkt. Insgesamt, wie gesagt, es gibt sehr viel verschiedene Düfte. Ich finde, das Surchov kann man eher mal tragen als Amouage. Gar nicht, um jetzt Amouage schlecht zu machen, aber hier haben wir Reflection Man. Das ist natürlich wieder eine ganz andere Liga. Das ist einfach Orangenblüte. Also das ist ein so geiler Duft mit einer der besten von der Brand. Den kann man natürlich auch überall tragen. Das ist einfach ein Immergär, Saubermann-Duft, schöne Orangenblüte, wie gesagt, bisschen Neroli und so weiter. Und dann habt ihr einen richtig cremigen Duft auch dazu. Geil. Wenn ihr dann aufs Maul haben wollt, dann nehmt ihr den Interlude 53. Und das ist eben ein Meisterwerk. Und das ist eben, da kommen wir dann zu dem Punkt, ja, es gibt einige hier. Zum Beispiel habe ich auch hier den MV Augusta. Ich habe den jetzt extra rausgenommen mit den Carbon-Optik, weil den kaum einer zeigt und der geht so unter. Und einer der geilsten, aber trotzdem ist das, wenn man es riecht, eine andere Qualität. Und das kann Amouage eben sehr, sehr gut. Was Qualität angeht, für mich, für meine Nase, wenn man das insgesamt riecht, natürlich. Jetzt könnte ich Uden, ich könnte jetzt alles zeigen. Kommt man natürlich dazu und sagt, das ist geil. Oden, Neo, Kobe, geil. Ein Erba Pura, wenn man was Süßes haben möchte. Oder auch hier den Erba Gold, wenn man das süß haben will, aber ein bisschen cremiger haben will. Die andere Variante von
Erba Pura. Was ich wieder zu dem Punkt komme, dass Search of so ein bisschen, guck mal, Erba Pura, Erba Gold und so weiter, es ist so ein bisschen schwierig. Das haben wir hier auch ein paar Ableger, aber es hält sich in Grenzen und es ist dann noch ein bisschen komplett anders ein bisschen. Ne? Also ich finde, dass zum Beispiel die 53er Version ist ein Meisterwerk Plus. Ich habe aber auch die Iris Version, die kommen wir dazu, aber die ist dann doch ein bisschen anders. Ich muss leider hier ein bisschen rumgreifen. Hier haben wir die Black iOS Version von Interlude Man. Die haben wir aber dieses ölige ein bisschen zurückgenommen und haben eine schöne Iris. Das ist dann doch ein bisschen anders als zum Beispiel Erba Pura und Erba Gold oder Gold Erba whatever, weil da haben wir nur das Süße ein bisschen weggenommen. Trotzdem bleibt der Duft süß und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich kann ja auch nicht alle durchgehen und so weiter und auch alle jetzt erzählen. Auf jeden Fall sehr, sehr nice insgesamt alles. Aber zum, sag ich mal, ausgehend im Schnitt hat Searcher natürlich mehr. Ich glaube, sie haben natürlich auch viel mehr Düfte. Was mich so ein bisschen... Ich persönlich finde es ein bisschen schade jetzt. Es wird zu viel, meiner Meinung nach. Das ist bei Amouage nicht so. Also jedenfalls nicht in dieser Menge. Und es ist ganz, ganz schwer, jetzt zu sagen, welche ich besser finde. Ich würde tendieren tatsächlich zu Amouage, weil das erstmal vor Search of kam. Search of ist geil. Ich habe wirklich, da sind so geile Düfte bei. Ich liebe sie. Das soll auch gar nicht ein Negativpunkt, aber ich muss einen Gewinner hier sagen. Und für mich ist es einfach Amouage, weil man hat hier einen Duft, wo man komplett überall mit hingehen kann. Wirklich und wirklich elegant sexy. Wirklich elegant sexy. Ja, man könnte jetzt auch Kube nehmen, man könnte Uden, das ist auch was Zitrisches, es ist was Würziges zum Beispiel, was Süßes, auch elegant, aber finde ich persönlich nicht so elegant wie der Reflection Man. Dann haben wir wirklich was Brachiales und Luxus, wirklich mit den Interlude Man, das muss man aber mögen, aber da gibt es dann eben auch wie bei Search of zum Beispiel haben wir da 40 Knot zum Beispiel, ist aber nicht zu vergleichen natürlich mit Interlude Man, aber man hätte, da haben wir ja auch noch Tony Iommi, das könnte man so ein bisschen damit so reinnehmen oder ja, das können wir so stehen lassen. Tony Iommi hat ja auch sowas ein bisschen Dunkles, Arabisches und so weiter. Ja, Beach hat absolut geilster Sommerduft mit, also von allerfeinsten hier, geile Minze, ne? Für mich die bessere oder der bessere Minzduft, das habe ich ja auch letztes schon gesagt, zum Torino 21, aber der Torino 21 ist natürlich auch hammergeil und so weiter. Also es gibt viel. Beides oder Fazit aus meiner Nase, aus meiner Sicht, Amouage gewinnt, weil sie weniger haben, aber insgesamt richtig nice, komplexe, durchdachte Düfte und nicht so viel haben. Sie haben viel, aber nicht so viel. Search of hat die Breite, man kann sich mehr aussuchen. Man hat aber auch viel, wo man sagt, okay, warum das jetzt schon wieder? Man hätte das zum Beispiel, was Sie eben erklärt haben mit den Erba Pura, das hätte man nicht, aus meiner Sicht nicht machen müssen. Erba Pura hätte gereicht. Oder andersrum gleich den anderen rauszubringen, der nicht so mit den Zucker und so weiter. Ne? Und insgesamt ist das zu viel irgendwann. Also man muss auch irgendwann, es kommt sehr viel raus. Ne? Und ich finde das ist ein bisschen schwierig. Aber trotzdem liebe ich die Brand. Ich habe sehr viele Dinger und die benutze ich ja weiter. Aber Amouage ist für mich noch mehr Luxus, mehr Vielfalt, also dafür, dass sie nicht so viel haben, passt das mehr. Das ist meine Nase. Ohne natürlich Search, ich würde Search of nicht schlecht machen, das gibt's nicht schlecht zu machen. Ne? Das wird ja immer einer meiner Lieblingsbrands bleiben, genauso wie Tom Ford früher das auch mal war. Jetzt nicht mehr, aber trotzdem bleibt es ja. Die ich habe, sind noch die alten Tom Ford Düfte und das bleibt ja. Es ist auch trotzdem nice. Ne? Heißt ja nicht, dass es auf einmal das, was jetzt rauskommt und das, was er für eine Preispolitik da veranstaltet, auch wenn alles teurer wird, wissen wir. Aber ne, man darf nicht vergessen, das ist Designer noch. Und Tom Ford dreht da so wirklich am Rad und dann hat man da Düfte, die 3 Stunden halten. Auch wenn ich Düfte kaufe, die mit Hyperkite-Thema ist ja auch so nervig ein bisschen. Das kam ja auch irgendwann auf. Und das ist ein anderes Thema mit. Ich kann dieses irgendwann nochmal machen wenn ihr das wollt, schreibt gerne und dann mache ich das mit anderen Brands. Auf jeden Fall Amouage, Search of habe ich natürlich jetzt richtig was rausgesucht. Die Brecher schon mal, ne, am Anfang. Es gibt natürlich noch andere Brecher, aber
Da sage ich mal, man kann das natürlich auch im Designerbereich machen. Ich hatte einfach mal die Bock da drauf. Wie gesagt, geile Düfte. Ich habe alle, ich finde keinen unbedingt so schlecht, ne? Aber Amouage gewinnt im Schnitt. Für mich mache ich die dann lieber. Warum auch immer, habe ich erklärt, aber so richtig erklärt. Es ist einfach, ich feiere das einfach. Also zum Beispiel, ja, der Naxos. Nehmen wir den nochmal. Das ist geil, den kann man ja auch im Sommer tragen. Aber der Sunshine Man, also die Strohblume, ich sag ja immer Nax, das Ding ist, dass ich den immer hier hinten stehen habe, ich vergesse das oft, aber weil der auch anders tragt, es ist anders zu tragen. Das ist Naxos, ich habe ja eben Naxos hier gesprüht. Also insgesamt, ja, Naxos, einer meiner Lieblinge, ganz weit oben in meinen ganzen Top 10 auf jeden Fall, die ich immer noch nicht gemacht habe. Ich weiß, ich habe noch nicht meine Top 10 for Life gemacht. Top 10 for Life bei diesen ganzen Düften. Das ist einfach nicht möglich. So, aber wenn ihr mich jetzt fragt, wer gewinnt. Komm, lasst es. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber der Sunshine Man, auch wenn Naxos geil ist, aber diese Strohblume gibt's nur einmal, so wie ich sie hier habe, ne? Leider ist der, glaube ich, eingestellt worden, glaube ich. Ne? Das ist auch wieder so ein Punkt. Ich weiß ja nicht, warum man das macht. Lassen wir es so stehen. Schreibt mal runter, was findet ihr besser? Welche Brand findet ihr besser? Aber seht bitte alles. Ne? Nicht, ja, ich finde Search-Up, ja, geil, Search-Up. Nein. Natürlich, jetzt muss ich natürlich noch, sorry. Das muss ich natürlich jetzt. Ich habe ja jetzt nur die gezeigt. Sorry. Alexandria 2. Weil wir ja gerade von Interlude Man gesprochen haben. Habe ich vergessen. Die ganze Oud-Stars-Reihe habe ich ja unten auch. Da kommen wir ja auch so ganz anderen Liga. Ich weiß gar nicht, weil ich sie da unten stehen habe. Die passen ja nicht alle hier in dieses Viereck hier. Das ist natürlich auch wieder, und da gibt's ja einige hier, ne, Alex, ich habe die ganzen Oud-Stars. Das hatte ich jetzt vergessen. Das muss ich natürlich noch erwähnen. Und dann wäre es nicht schwierig, ich bleib trotzdem insgesamt bei Amouage, aber dann hätte er also auch einen Gegner. Aber das Interlude ist ein Monster. Aber das muss man auch alles mögen. Und denn im Endeffekt, am Ende ist es Geschmackssache. Es ist ja Geschmackssache. So, aber geile beide wirklich ganz weit oben der Brands. Aber Amouage gewinnt für mich. So, Punkt. Mann, dass ich das vergessen habe. Das muss ich, glaube ich, am Anfang des Videos mal einblenden, bevor man hier nicht hinkommt. Also, das kommt, weiß ich auch nicht. Ich müsste die eigentlich mal, dieses Umstellen, ihr kennt das ja. Und wenn ihr das nicht, ihr seid da nicht so drin, aber bei den Creatoren, die wissen, von was ich rede, immer umstellen, mal wieder umstellen, hier mal umstellen, noch hochstellen, abstauben, etc. pp. Meine Fresse. Aber bei meinen ganzen hat man da nicht immer Lust zu. Naja, so ist das. Also, bevor das hier so lang wird, das Video reinhauen. Grüße gehen raus an meine Mitglieder und bis zum nächsten Mal.